Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Möchtest du mit dem Airbrushen anfangen und weißt aber überhaupt nicht, wo du beginnen sollst? Heute zeige ich dir 5 Sachen, die ich von Beginn an falsch gemacht habe, damit du nicht dieselben Fehler machst. Der Farbauftrag beim Modellbau ist ja die wichtigste Arbeit. Schließlich gibt die Farbe den Ton an und verleiht dem rohen Kunststoff Leben und Wiedererkennungswert. Schließlich waren ja nicht alle Panzer grün und ein Ferrari wird ab Werk niemals mausgrau ausgeliefert. Jetzt hat man aber verschiedene Methoden, um die Farbe auf die gewünschte Stelle zu bringen. Der Pinsel ist dabei die althergebrachte Methode und auch heute noch sehr wichtig, speziell für Detailbemalung und Alterung. Dann bietet sich noch die Spraydose an, mit der man größere Flächen sehr gut lackieren kann. Und schließlich die Airbrush, die es erlaubt, mit diversen Düsengrößen und Luftdruck die Farbe auf den Bausatz zu spritzen. Doch welche Airbrush ist denn jetzt die richtige für den Einstieg und welches Zubehör braucht man noch? Ich stand ebenfalls vor diesen Fragen, doch informiert habe ich mich im Voraus praktisch gar nicht und schon sind Fehler passiert, die nicht hätten sein müssen. Fehler Nummer 1. Ich habe mir zum Üben das Revell Einsteigerset gekauft. Ja, auch ich bin vor einigen Jahren dem Charme dieses Gerätes erlegen. Ein Set aus Kompressor, Airbrush, Farben und Verdünner. Für den Anfang zum Üben genau das Richtige, habe ich mir gesagt, und lag dabei völlig daneben. Nichts gegen solche Sets, aber dieses hier kann man sich sparen. Der Kompressor, der lässt 3 Druckstufen zu, doch wie viel Bar das sind, das weiß man nicht. Der Schlauch, der ist auch ziemlich steif und der Farbtopf bei der Airbrush ist, je nachdem was man machen möchte, viel zu klein. Beim Arbeiten damit, da fällt auch schnell auf, dass die Luftzufuhr immer wieder mal unterbrochen wird. Eine schöne und gleichmäßige Lackierung ist damit nicht möglich. Seit 2023, da gibt es aber ein neues Set, doch ob das besser ist, das kann ich nicht beurteilen. Vor allem liegt der Preis bei dem neuen Set bei ca. 145 €, was jetzt nicht gerade billig ist. Da lohnt sich ein Blick zu Fender. Bei Modellbaukönig, da gibt es ein Einsteigerset für 142 €. Dieses beinhaltet einen starken Kompressor mit Wasserabscheider. Das ist wichtig, da sich im Druckbehälter Kondenswasser sammelt, das ohne Abscheider ungehindert durch die Airbrush und somit in die Farbe läuft. Und ein Airbrush ist nur dabei mit 3 Düsengrößen. Mit so einem Set, da seid ihr dann wirklich gewappnet für die Zukunft, denn da lässt sich auch jederzeit eine neue und bessere Airbrush anschließen. Das geht da nicht. Ein Link zum Shop, den gibt es in der Videobeschreibung und auch hier sei wieder erwähnt, dass es sich um keine bezahlte Werbung handelt. Fehler Nummer 2. Ich habe das Material nicht richtig gepflegt. Die richtige Reinigung und Pflege, die sind nämlich bei der Arbeit mit der Airbrush unerlässlich. Ich habe nach dem Lackieren immer nur kurz den Becher und die Düse ausgespült, ja und gut war's. Zerlegt habe ich meine erste Airbrush praktisch nie und es hat sich nach kurzer Zeit nämlich schon gerecht. Speziell am hinteren Ende der Nadel, da sammeln sich nämlich gern Farbreste an und können das Werkzeug zum Stottern bringen. Daher sollte man die Airbrush regelmäßig zerlegen und eine Grundreinigung durchführen. Wie das genau geht, das erfährt ihr im Video in der Infobox bzw. in der Videobeschreibung. Aber nicht nur die Airbrush, sondern auch der Kompressor verdient ein bisschen Aufmerksamkeit, denn wie bereits erwähnt, da sammelt sich im Druckbehälter Kondenswasser. Und um das loszuwerden, da verfügen Kompressoren auf der Unterseite über ein kleines Schraubventil. Das sollte man regelmäßig aufdrehen und am besten legt man da noch ein altes, dickes Tuch drunter, denn da kommt ganz schön was raus, glaubt mir das. Macht man das nämlich nicht, da besteht die Gefahr, dass der Kompressor ja innen drinnen zum Rosten anfängt oder durchrostet und genau das ist mir mit meinem ersten Kompressor passiert. Es handelte sich dabei übrigens um dasselbe Modell wie schon beim vorhin erwähnten Fender Einsteigerset. Fehler Nummer 3. Ich habe mir die falschen Pflegeprodukte gekauft. Gut, diesen Fehler könnte man jetzt nur bei Nummer 2 einbauen, aber irgendwie ist das ganze Thema dann doch ein bisschen zu komplex. Also wie bereits erwähnt, ist die richtige Pflege wichtig. Auf dem Markt, da gibt es diverse Produkte, die augenscheinlich nur für die Reinigung der Airbrush konzipiert worden sind. Und auch hier griff ich anfangs ins Klo. Denn ich habe mir den Airbrush Cleaner von Revell besorgt. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, der Reiniger ist super und der Vorteil dieses Mittels ist, dass er alles, wirklich alles entfernt.
Klingt zuerst einmal toll, ne? Aber das ist es nicht. Hat man nämlich Gummidichtungen, sind diese schnell unbrauchbar, da das scharfe Mittel diese aufquellen lässt. Nach ein paar Minuten, da zieht sich der Gummi zwar wieder zusammen, aber auf Dauer belastet es sehr und die Dichtungen gehen kaputt. Übrigens gilt es auch für andere Werkzeugcleaner, wie zum Beispiel da den Mr. Tool Cleaner von Mr. Hobby oder den Airbrush Cleaner von Tamiya. Arbeitet man hingegen mit Teflondichtungen, die in höherpreisigen Airbrushes verbaut sind, da braucht man sich da weniger Gedanken machen. Doch welchen Reiniger nutzt man jetzt, der trotzdem alles wegputzt? Am besten man nutzt den Verdünner, mit dem man die jeweilige Farbe verdünnt hat. Viele Verdünner, vor allem die für Acrylfarbe, die sind weit nicht so scharf und säubern trotzdem gut. Somit werden die Gummidichtungen geschont und die Farbreste aber trotzdem rausgespült. Man kann solche milden Verdünner mit ein bisschen Wasser auch noch strecken und am besten mischt man sich dann was zusammen und gibt es in einen verschließbaren Behälter. Fehler Nummer 4. Ich habe auf das Zubehör vergessen. Ja, welches Zubehör jetzt? Naja, mit der Airbrush und am Kompressor, da ist es nicht getan. Denn Reinigungsbehälter und Bürsten machen von Beginn an Sinn. Solche Reinigungsbehälter wie diesen da, die gibt es ab 10 Euro und die zahlen sich definitiv aus. Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Ist man mit der Arbeit fertig, ne? Da füllt man den Farbbehälter der Airbrush mit dem Reinigungsmittel und steckt die Düse in das Loch, ne? Und dann kann man Vollgas durchspülen. Und da muss man keine Angst haben, dass man alles links und rechts einsaut. Ja, und von Zeit zu Zeit, da leert man dann diesen Behälter. Ich mache das immer ins WC, ja, und putze den mit Küchenpapier aus. Und auch solche Bürsten sind eine sinnvolle Ergänzung. Ich habe mir nämlich damals, wie ich mit dem Airbrushen begonnen habe, nichts von beiden gekauft und habe mich damals immer gewundert, warum ich die Airbrush nicht richtig sauber bekommen habe. Denn nur mit Wattestäbchen das durchzuputzen, ja, das funktioniert halt nicht. Ihr könnt euch dann meine Reaktion vorstellen, als ich die Airbrush das erste Mal so richtig mittels diesen Werkzeugen durchgespült und gebürstet habe. Da ging einiges an Dreck raus. Und schließlich Fehler Nummer 5. Ich war zu ungeduldig. Geduld ist ja bekanntlich eine Tugend und diese fehlte mir zu Beginn komplett. So habe ich gleich losgelegt und habe die Farbe irgendwie verdünnt, habe sie in Airbrush gefüllt und drauf loslackiert. Das Ergebnis und ja, meine Ernüchterung, die könnt ihr euch vorstellen. Also wurde dieses Revell Einsteiger-Set in die Ecke versorgt oder verbannt besser gesagt und weiterhin mit Pinsel und Spraydosen lackiert. Nach einiger Zeit, da hat es mich aber doch zwischen die Finger gejuckt und ich habe mich bei meinen Modellbaukollegen und im Netz informiert. Und dabei bin ich auf viele Fehler gestoßen, die ich gemacht habe, und die Wahl der falschen Ausrüstung, das war nur ein kleiner Teil davon. Daher mein Abschlusstipp: Nehmt euch Zeit. Airbrushen ist eine Arbeit, die erlernt werden möchte, aber euch mit tollen Ergebnissen belohnt, wenn man sich darauf einlässt. Informiert euch über die Farben, das Verdünnen und den Druck. Probiert hier, was geht, auf Reste oder ganz billigen Bausalzen aus. Jeder Sprühdurchlauf ist eine Erfahrung mehr und hilft euch dann später beim Einsatz auf einem richtigen Bausatz. Ja, und jetzt seid ihr gefragt. Was sind eure Airbrush-Fehler? Oder seid ihr als Meister vom Himmel gefallen? Teilt eure Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren. Ja, und bis zum nächsten Mal. Da wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.